Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trades from Zero. Wir befinden uns in der wunderschönen Mining Village. Mainz Mining Village heißt dieses Dorf hier, glaube ich. Warte mal, wir gucken gleich nochmal sicherheitshalber. Ja, Mainz Mining Village, MMV quasi. Und haben hier beim letzten Mal nach unserer Ankunft mit den ersten Leuten schon gesprochen. Uns ist ein merkwürdiges Fahrzeug im Eingangsbereich aufgefallen, dessen Besitzer wir jetzt aktuell noch nicht zuordnen können. Es war aber auffällig genug, um unser Interesse zu wecken. Und ja, ich werde mich jetzt mal weiter von Gebäude zu Gebäude entlanghangeln und gucken, wo sich besagte Person befindet und hoffe, dass ich vielleicht das richtige Gebäude zu allerletzt erst aufsuchen werde. Keine Ahnung, die Gebäude sind ja alle irgendwie so auffällig. Hold on. Voices can be heard from behind the door. Wow, habe ich echt jetzt das Talent, direkt das erste Gebäude, was ich mir aussuche, direkt das Richtige auszuwählen? Ungeil. Is something wrong? It sounds like the mayor is in the middle of something. Maybe he has visitors? Young man's voice. Oh, you folks have business with the mayor? Wer spricht? Bitte stellen Sie sich vor. Yeah, we wanted to speak with him. So we came to the right place after all. Yup, you sure did, but you see, probably not a good time to barge in right now. Sounds like he's having a serious discussion with someone or another. A discussion about what? You know how the CGF pulled their forces from the area this morning? They didn't find any clues on the beasts that attacked mine, so we were freaking out about what to do. As that was happening, some help showed up from the city. In form von help, only one group comes to mind. The Braces probably. I don't know that much, but whoever it was, I think they were coming up with countermeasures against the monsters. Now I also don't know why you're here, but if I were you, I'd wait a bit before you see the mayor. Das sind ja interessante Informationen. Wer ist Ihnen denn hier zu Hilfe gekommen mit den Monstern? What should we do? If he's busy, there's nothing we can do about that. Let's gather all the information we can around town and come back here later. I suppose we don't have much of a choice. Man, why can't it ever just be easy? Eigentlich gar nicht so schwer, der Satz. So, ich muss jetzt erstmal wieder eine Stichprobe ziehen und mal gucken anhand von... Lass mich mal kurz überlegen. Bäckerei General Store. Mir ist übrigens erst in der Nachbearbeitung aufgefallen, dass der Typ hier Bäckerei heißt. Einfach so. Ne, guck mal, die sagen jetzt alle was Neues. Ne, doch nicht. These recent monster attacks or whatever really steam my old engine. Ne, das hat er beim letzten Mal auch schon gesagt. Das heißt, ich habe jetzt wahrscheinlich erstmal nicht irgendwie ein neues Event getriggert, was jetzt alle Leute zu neuen Aussagen bringt, oder? The guy with the jacket, achso, die steht immer noch auf uns. Ich erinnere mich, da war was. So. Aber jetzt bin ich irgendwie noch verwirrter als sonst. Kann ich da jetzt trotzdem rein? Also wahrscheinlich nicht, aber Voices can be heard from behind the door. Weil es kann ja sein, dass unsere Aufgabe lautet, erstmal Infos zu sammeln und wir vielleicht einen DP-Abzug kriegen, wenn wir jetzt vorher schon reingehen, ohne Infos gesammelt zu haben. Wisst ihr, was ich meine? Nach dem Prinzip hätte es ja auch funktionieren können. What's with the van parked at the front of town? A fancy ride like that sure sticks out around here. Just who does it belong to? Ja, das ist die Frage, die wir uns seit unserer Ankunft stellen, aber immer noch unwissend. Ich habe jetzt noch 3 Gebäude. Ich habe das Inn. Ich habe dieses komische Gebäude hier auf der rechten Seite. Warte mal, mit denen habe ich schon gesprochen. Und das ganz unten. Ich würde immer noch vermuten, dass... Obwohl meine erste Vermutung war ja, dass das unterste Gebäude, das hier das Richtige sein könnte. Inzwischen bin ich jetzt umgeschwenkt aufs Inn. Auch weil der uns ungefähr auf Innenhöhe, sage ich mal, so ein bisschen abgegriffen hat. Der Typ gerade, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, obwohl wir vor einer Minute miteinander gesprochen haben. Old Lady Bilma. Ownership of Crossbell has long been disputed between Erebonia and Calvert. Deception produced here in mines has been one of the leading causes of that. Nowadays, Crossbell's prosperity comes from its financial sector, but that doesn't mean Seption mining isn't still important.
Calvert and Erebonia have fought over control of Prospel for the longest time. One of the largest reasons for that is deception from this very mining town. Aha, ihr seid also im Zentrum des Interesses. Eigentlich könnte man sich einerseits geehrt fühlen, andererseits bringt das wahrscheinlich mehr Nachteile als Vorteile mit sich, wenn hier ständig Länder ihre Kleinkriege um die eigene Heimat quasi austragen. One of the miners was attacked. Das müssten wir eigentlich beim letzten Mal schon gehört haben. Ich muss gleich unbedingt nochmal gucken, wie der Typ da oben hieß. Mit dem Carlos, oder? Hieß der Carlos? Ich weiß nicht. Wir gucken jetzt erstmal hier. Ach, das ist auch ein ganz normales Haus. Ich finde, das sah irgendwie aus wie so eine, keine Ahnung, Fabrik oder so. Aber ich sage ja, das Städtedesign hier ist sehr, sehr spannend. Miner Max. I'm supposed to help Marlowe learn the ropes, but I can't really do much with the sorry state I'm in. All of this is that damn wolf's fault. Next time it shows up, I'm gonna beat it silly with the dull end of my shovel. Tja, that damn black wolf beat me real good. I can't even afford to go to work with the state I'm in. Next time it shows up, I'm gonna beat it. Ja, weiß nicht, ob deine Schaufel dem jetzt irgendwie den Garaus machen könnte. Die scheinen ja relativ flink zu sein. Okay, also der ist von einem Black Wolf attackiert worden. Und wir haben beim letzten Mal, bevor wir die Stadt oder das Dorf hier betreten haben, mit einem White Wolf gesprochen, der sich distanzieren wollte. Also da verdichten sich so ein bisschen die Hinweise, dass die Black Wolves eigentlich die Bösen sind. Lurieda. My husband was recently attacked by a monster on his way home from work. Thankfully his injury is not too serious. He's still upset of course, but I think he ought to look on the bright side and enjoy the time off. Anyone would have gotten hurt if they were ambushed while it was dark out. Max is still upset of course, but I think he really ought to look and enjoy a little bit of time off. Okay, das war, glaube ich, gerade anders formuliert, aber inhaltlich das Gleiche. Also ich habe nicht das Gefühl, dass er das enjoyt, sondern dass ihn eher die Zweifel zerfressen, vielleicht auch die Scham und der Ärger darüber, dass er sich da nicht wehren konnte. Vielleicht ist ihm das aber auch einfach nur vor seiner Frau unangenehm. Kann natürlich auch sein. So, warte mal, hier oben kam ich nicht rein. Jetzt will ich nochmal gucken, wie du heißt. Ja, du heißt Carlos, okay. Wenigstens ist es mir noch eingefallen, bevor ich auf ihn nochmal zugegangen bin. Das heißt, im Inn werde ich die Antworten finden. Gut, dass ich nochmal... Ah, guck mal, da oben steht der Ziegel. Da sind sie wieder, die eingedeutschten Bezeichnungen. Gehen wir mal in den Ziegel. Der Ziegel Inn. Oh, bester Name. So, also so viel ist ja hier nicht los. Warum ist denn hier so viel Freifläche? Warum steht denn hier keine Tische hin? Oder ist hier generell nicht so viel los? Also ich meine, an Platz mangelt es ja nicht. Ey, hier ist nicht ein einziger Gast. Also der Laden brummt hier definitiv nicht. Es sei denn, ich habe gerade die falsche Zeit erwischt. Luca, welcome. If you want to order something, do it at the counter. What? Do you have business with me or something? Das weiß ich noch nicht. If you want to order, could you do it at the counter? I'm busy preparing for tonight. Ach, das ist so ein Schuppen, der dann wahrscheinlich abends oder nachts gut läuft. Vielleicht kann man dann hier auch dancen oder so. Vielleicht ist das so eine versteckte Disse, getarnt als Inn. So, jetzt gucken wir erstmal, was man bei Ziegels so kaufen kann. Nightmare Killer. Coffee that assures peace of mind, dubbed Nightmare Killer. Das klingt alles sehr... Ja, sehr Nachtclub-mäßig irgendwie. Overflowing savory flavor comes out with each bite. Und custard with a nostalgic, relaxing taste. Mir fällt gerade ein, wollte ich nicht zu Anfang der Folge meine Sepit eintauschen, damit wir ein bisschen mehr Kohle über haben. Ich habe übrigens schon wieder das mit dem Kochen nicht gemacht, aber das wollte ich auch eigentlich in Crossbear machen. Ja, mal gucken, wo ich heute jetzt meine Session beende. Also 2 Folgen sind auf jeden Fall drin. So, das hier Ding hier ist gar nicht so teuer. Ich glaube, das nehme ich einfach mal mit. Wobei, macht das einen Unterschied, ob man das zusammen kocht oder ob man das einfach im Besitz hat? Ich weiß nicht. Aber für den Nightmare Killer, ich weiß nicht, da habe ich noch ein bisschen Hemmung wegen dem Preis. Und guck mal hier. Aber ich könnte natürlich auch andererseits erstmal warten, bis ich wieder an Crossbell zurück bin, weil ich da einerseits bei der Bank den besseren Wechselkurs habe und weil ich dort dann meine ganzen Slots aufmachen könnte. Also so mit den restlichen Sepit, aber ich glaube, ich hätte am Ende trotzdem noch ganz schön viel übrig bei nur 4 Charakteren. Naja, Norma.
Oh, I haven't seen you all around before from Crossbell City, I take it. Sorry to say, you did not come at a good time. Ja, habe ich schon gesehen. Recently, wolf-like monsters have been rampaging through mines. They even hit our food storehouse near the front of town. Goddess, what a bunch of pests. Uh-huh. That aside, you're looking for anything to eat. If you want to eat in peace and quiet, now's your chance. Once the sun sets, pretty much every seat in here is going to be filled with exhausted miners looking to quench their thirst. That aside, you're looking for anything to eat? Ich sag mal, in so einer Minenstadt, wo wahrscheinlich der Großteil der Bevölkerung davon auch lebt, ist das irgendwie klar, dass hier vormittags nicht allzu viel los ist. Aber ja, vielleicht werden wir den Laden ja irgendwann nochmal zu später Stunde erleben. Aber irgendwas muss doch jetzt hier passieren, weil viel mehr Möglichkeiten habe ich nicht. Die hatte gerade was von einem Eindringen ins Storehaus erzählt. Vielleicht müssen wir dahin, um auf neue Hints zu stoßen. Das ist auch ein sehr interessanter Aufbau hier. Wie die ganzen Rohre überall aus den Wänden rausgucken. Also ich glaube, so ganz wohl würde ich mich hier tatsächlich eher nicht fühlen. Auch wenn es natürlich seinen eigenen Charme hat und irgendwie auch zu der ganzen Location und zu der Lebensweise der Leute hier passt. Oh, warte, in die Tür wollte ich gar nicht rein. So. Achso, ich wollte gerade sagen, hier gibt es ja niemanden. Ey, die Blauhaarige hier, die sieht von hinten aus wie die Maria aus Harvest Moon auf dem SNES, die immer vor der Kirche stand, die man auch heiraten konnte. Das Spiel gibt es jetzt übrigens auf der Switch tatsächlich zu spielen, haben sie kürzlich ins Sortiment mit aufgenommen. Oh ho ho, this place truly deserves its reputation as the leading septum mining town on the entire continent. Of course, my lady, after all, you gave Major Bixon quite the alluring deal to stew over yesterday. As things stand, obtaining those beautiful septum crystals is only a matter of time. I wasn't sure of what to do, but now my resolve has hardened. I'll be staying right here until those crystals are finally mine. Oh, hello there, by chance. Did you come to purchase some septum as well? Oh, ho, ho. Good luck then. Rest assured, you will not defeat my superior mercantile tactics. Die treffen wir ja auch nicht zum ersten Mal. Ich hätte jetzt ihre Namen nicht mehr zusammenbekommen, aber Felicia, ich muss das einmal laut aussprechen, das erhöht die Chance, dass ich mir das merke, und Letina. My lady and I have traveled here from the Empire with the intention of purchasing septum crystals. However, I've heard that monsters were sighted near town just recently. Oh, I can't help but shudder at the thought. Vielleicht können wir ja helfen. Crystals Thought. Auf jeden Fall werden wir nicht mit einer Aufgabe betraut. Ist vielleicht auch ganz gut so, können wir uns besser auf unsere Investigation konzentrieren, aber ich bin jetzt mit den Gebäuden soweit eigentlich durch. Vielleicht muss ich wieder zum Eingangs- oder Ausgangsbereich zurück. Das hat, glaube ich, an einer Stelle in Amorica Village auch dazu beigetragen, dass da irgendwie Progress zustande kam. Aber guck mal, hier passiert nichts weiter. Oder muss ich jetzt wirklich einmal raus? Vielleicht geht das gar nicht, doch. Er kommt theoretisch raus. Okay, das macht die Sache noch spannender irgendwie. Ich werde jetzt mal mit Carlos sprechen und dann nochmal versuchen, in das Gebäude reinzukommen, wo wir vorher nicht reinkamen. Ah, okay. Alles klar. Welches Gespräch mit wem hat das jetzt ausgelöst? Das muss auch irgendjemand im Inn gewesen sein, oder? Oder wollte das Spiel, dass man mit allen NPCs spricht, damit es hier weitergeht? Give our office some thought, okay? We'll be in touch real soon. Actually, we'll come ask you about it tomorrow, so we expect an answer then. Das sieht nach Mafiosi aus. Ups. All it will take is one more little push from us. Almost there. I can see the bonus already. Okay, ich dachte, jetzt wäre hier wie so Harrod 2.0 irgendein fairer Deal vielleicht abgeschlossen worden, aber nicht, wenn die involviert sind. Hier wird also gerade jemand massiv unter Druck gesetzt. Und kein geringerer als der Bürgermeister. Hä, wo kommen die denn raus? Wir standen doch gerade draußen. Revenge Goons? What are they doing here of all places? Whoa, wait a second now. Why the hell were they talking to the mayor? We assumed the Bracers had come here, but the reality was much worse. Yeah, no kidding. Ganz ehrlich,
Ich finde es gut, dass die Bracer nicht hier sind, weil dann können wir uns hier als Helden aufspielen und wieder ein bisschen an unserem Ruf arbeiten und vielleicht in Eigenregie das Problem lösen. Ah, denen gehört dann auch die Karre. Okay, die habe ich jetzt für einen kurzen Moment ausgeblendet. Aber klar, die haben die Kohle. Deswegen fallen die hier auch auf wie ein bunter Hund, obwohl die alles andere als bunt sind, aber... So, that wasn't the mayor's van, it was theirs. Ja, vom Mayor würden die den Van ja wahrscheinlich ja alle kennen. That would explain how a cutting-edge Imperial vehicle ended up all the way out here. The question still stands. What business could the Mafia have with a mining town like Mainz? I know what you mean, you never really see those guys outside of the city, not really their MO. Was ist MO? MO? Irgendwas mit Officer oder so? Keine Ahnung. Well, for now, let's just talk to the mayor. Hopefully, he can give us leads on the wolves and why the Mafia decided to pay him a visit. Also wenn wir 1 und 1 zusammenzählen, so wie die sich mit ihren letzten Worten verabschiedet haben, war das keine Begegnung auf Augenhöhe. Okay, sie sagt auf jeden Fall nichts Neues. Wo ist Carlos? Der steht hier noch. Was with the van parked at the... Oh, der ist gar nicht up to date. Der Van ist nämlich schon abgefahren. Das ist irgendwie voll ungewohnt für ein Trades-Spiel, dass nicht jetzt schon alle irgendwie was anderes sagen. Dann gehen wir mal gucken. Ich hoffe, ich habe draußen nichts mehr ausgelassen. What, you're already back? Hä? Das heißt, wir kennen uns? Mayor Bixen? Didn't you hear me? I can't make a decision just like that. Come back some other... Achso, der hat uns verwechselt. What's this? Oh my, you aren't the people who we just spoke to, are you? Anna, weiß ich nicht mehr. Also ich würde jetzt sagen, Anna und Bixen, wir kennen uns noch nicht. Oh, pardon my rudeness. I'm Bixen, mine's Mayor. It's alright, sir. We apologize for visiting at such a stressful time for you. Well, I wouldn't say I'm particularly bothered by it. Who exactly are you folks? Da ist er wieder. Alright, Crossbow Police Department Special Support Section. We came to ask you about the recent monster attack, if you don't mind. So sieht es aus. Mal gucken. Ah, so that's it. You're with the city's police department, are you? At first, I thought you were rookie bracers who decided to swing by mines. Yeah, we get that a lot. We asked around town to get a read on the situation, and we heard you've been dealing with a series of troubling incidents. You heard correctly. There have been 3 separate attacks in the area now. Each instance took place at night, and no one was injured during the first 2. But 2 days ago, the culprits drew blood. Luckily, he only suffered minor injuries, but the damage caused by the beasts is getting worse. The entire affair has the whole town scared stiff. I see. However, from what we heard, there was not a single peep when the Guardian Force made their patrols here. That's correct. Those wolves, or whatever they are too cunning for their own good. However, the CGF is still the CGF. What do they think they are doing, abandoning us when they haven't resolved anything? It's disgraceful, don't you think? I understand your confusion, sir. Looks like they've got a lot to worry about. I imagine you also requested some help from the Bracer Guild, right? Yes, well, before the CGF arrived in Mainz, we submitted a request to the Guild. Sad to say, they were too caught up in something and couldn't send anyone here. Ja, und hier sind wir jetzt. Tada! They wouldn't be able to protect us every day either, so we had to rely on the CGF in the end. But then the CGF abruptly decided to pull out this morning. That they did. It's like my father used to say, when it rains, it pours. Since I had nothing else to lose, I decided I might as well ask the Guild for help again, but someone else knocked on my door first. Und da kommen die Mafiosi ins Spiel. I'm sure you saw them before you came in. You mean Ravash? If you don't mind me asking, what did they want to talk to you about? Well, you see, with the CGF gone, Ravash has offered to become the town's new bodyguards. Ach so. Das ist eigentlich gar nicht so ein übles Angebot erstmal. That way you'll be ready whenever the beasts decide to show up, they said.
Bodyguards, them? No kidding, well, I bet they're not doing it out of the kindness of their hearts, are they? Na, die werden sich das wahrscheinlich bezahlen lassen und wahrscheinlich ein unfaires Angebot dagelassen haben, aber würde die Stadt nicht trotzdem davon irgendwie profitieren? Weiß ja nicht. Certainly not. Achso, der, als hätte er mir zugehört. But they also weren't planning on taking MEHR as payment, sondern instead, they wanted us to give them exclusive trading rights for our Septim in the interim. Okay, ja, alles klar. Wenn es dann um Ressourcen geht und um Rohstoffe und so, das ist dann nochmal ein anderes Kaliber. Monopoly on the Septim Trade. Ich fühle mich gerade voll an Triangle Strategy erinnert. If I remember correctly, the state owns the mining rights here in mines, right? Yes, to ensure we don't mine too much, we have to abide by government mandates. There's also an international market value for Septim, so we can't make any reckless deals. Nur, dass es in Triangle Strategy um Salz ging und nicht um Septium. However, who we sell our Septim to is ultimately left to our discretion. For them, playing bodyguard obscures the real objective, controlling mine's Septim industry. Da würde ich auf jeden Fall auch nicht ja sagen, also ohne Witz, da muss eine andere Lösung her. Be that as it may. We still have partnerships we've built up with merchants over the years. No matter which way I try to look at it, this whole thing is a disaster. I'm sorry to hear that. Things seem to go straight to Gehenna whenever Rivage is involved. Entschuldigung. Ich hoffe nur, dass die den beiden jetzt nicht drohen, weil ich finde, also ich glaube nicht, dass das so Leute sind, die einfach ein Nein akzeptieren würden. Fragt sich, ob das nicht ein Angebot war oder irgendwie eine Form von Erpressung, keine Ahnung. Mayor Bixen, how do you feel about letting us handle the attacks from here on out? I can't make any guarantees, but we may be able to crack this case. Oh, really? Are you sure, Lloyd? You said you are the special support section. Is it really our best option to rely on the police rather than the CGF or Bracer Guild? You can trust us with this, sir. If things go according to plan, we can have this solved by tomorrow. Wo kommt denn auf einmal sein Selbstbewusstsein her? Der hat scheinbar irgendeine Verknüpfung oder irgendeinen Plan im Hinterkopf. Lloyd, was it wise to promise something like that? Sure, we know there are two kinds of wolves running around now, but do you really think we'll be able to take down the culprits by tomorrow? Well, we don't necessarily need to exterminate them for starters. From the very beginning, our job was to clear up the mysteries in the CGS report, right? Ja, das schon, aber das, was die Leute hier von uns erwarten, das geht halt schon darüber hinaus, irgendwie. Well, when you put it that way, without meaning to, we swapped that objective to dealing with the monsters themselves. I have a proposal, everyone. Like that White Wolf tried to tell us, I think we already hold all the clues to this case. Why don't we hold a meeting and go over what we know from the beginning? I think that's a good idea. If we lay everything out, maybe we'll discover something new. Alrighty, if that's the plan, we should probably catch the bus back to the city. That's not necessary. We can always just stay in mines overnight. Ja, finde ich gut. A room at the inn should be big enough for us to hold our meeting. Ah, deswegen war da so ein größerer Tisch. Oh, does that mean... I suspect I know what you're planning, Lloyd. You must have realized something about the case, eh? Like you did with that mess in the downtown district. Yeah, I have, though I'm not 100% certain just yet. I'd appreciate any input you guys can give on my deductions so far. We're happy to help. In that case, we should hurry and book a room at the inn. Haben wir denn überhaupt genug Geld? Oder darf die Polizei hier umsonst unterkommen? Okay, let's start by going over our current situation. Many details were foggy in the CGF's initial report. We knew about the string of monster attacks, but not much more. Fortunately, our investigation shed light on many of those points, but there's something we don't know that by all rights should have become clear by now. Really? Huh? What are you talking about? Monster's identity. Monster's lair. Motive. Ich würde am ehesten Identity sagen, weil das Wo kennen wir nicht, das Warum
kennen wir auch noch nicht, aber wir wissen halt um die Black Wolves. Also falls es darauf anspielt, ich nehme das. The monster's identity. Well, ideally we'd know this by now, but considering how elusive our culprits have been, I suppose that would be impossible to confirm. If we knew that, the investigation would already be over. True, so that aside, I'd say, also war das die falsche Antwort? Our missing bit of info must be the monster's motive. Echt? Ich bin gerade echt am Überlegen, aber was soll denn deren Motiv sein? Er wird es uns gleich verraten. Yeah, that's a good point. Considering what happened at St. Ursula, it doesn't seem like they're doing all this out of hunger. And according to America Village's chief, there's a possibility that all of these attacks are a warning from the divine wolves. But, ja, aber was ist deren Motiv? Das ist immer noch nicht beantwortet. It's more likely that those black wolves are our culprits. Yes, I agree. The attacks don't fit a wolf's typical behavior, so it makes sense that we have been unable to determine a motive. Yeah, still, it's too early to conclude that the wolf's attacks don't have a reason behind them. Ich finde, die haben das gerade zu 0,0% erklärt, was jetzt deren Motiv sein soll. Ich verstehe nicht, warum das die richtige Antwort war. In the case of the hospital attack, the wolves had to take an especially complex route to get to the rooftop. Further, it's strange how they only lightly wounded the victim before leaving. That is peculiar. It's clear that the wolves' movements and actions are too meticulous to simply be on a whim. I get it, so you're saying normally we should have been able to figure out their motive by now, but the fact that we haven't is a clue in itself, yeah? Ach so, ja, okay, wenn das so gemeint ist, da musst du aber schon ganz schön um die Ecke denken, um da auf die richtige Antwort zu kommen. Exactly. In cases like this, it's possible to get stuck thinking a certain way. Looking at all the various attacks by the Black Wolves, if we want to find a motive that makes sense, we'll have to look at things from a different perspective. How so? It's actually pretty simple. Generally, crimes consist of 4 aspects: culprit, motive, means, and result. And I think it's possible we might have some things in the wrong places. Huh? Wait a second, I'll write these out for us to see. Culprit Black Wolves, motive unknown, means Wolves' abilities, result property damage injuries. Ja, okay, interessanter Ansatz. Aber da wird, ganz ehrlich, irgendjemand bei den Entwicklern, irgendjemand bei Falcom muss sich ja ein bisschen mit Polizeiarbeit auskennen, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich das ausdenken. Da werden bestimmt Ansätze auch aufgegriffen, die so ein echter Detective ebenfalls im Real Life anwenden würde. Yeah, that's the gist of it. And you're saying these ain't in the right spots? Well, how about this? Which one corresponds to the culprit? Boah, ich werde hier wahrscheinlich alles so falsch beantworten. Also da fand ich jetzt die Black Wolves eigentlich die einzig... Es sei denn, die sind nur Mittel zum Zweck. Vielleicht ist der eigentliche Culprit unknown und die Black Wolves sind irgendeiner anderen Kategorie zuzuordnen, wenn man so denkt. Ich probiere das mal. Which one corresponds to the motive? Das Motiv. Vielleicht sind das die Abilities, weil die waren ja an 3. Stelle angelegt. Means. Hier würde ich jetzt die Black Wolves, obwohl... Moment, vielleicht sind die Black Wolves am Ende nur das Resultat von vielen anderen Sachen. Oh, schade, dass man hier nicht nochmal zurück kann. Oder kann man? Nee, kann man nicht. Weil das würde ich mir jetzt eventuell nochmal angucken wollen. Aber ich kann das ja theoretisch immer noch auswählen. Ich weiß nur nicht, ob Means hierzu passt. Aber ich würde das mal probieren. Weil dann kann ich bei Result hier die Black Wolves nehmen. Keine Ahnung, ob da irgendwas Richtiges dabei war. No, that still doesn't work. Let's give this another try. Okay, aber verändert sich jetzt alles oder kann es theoretisch sein? Also ich meine bei Culprits, ja, da kommen ja die letzten beiden Optionen gar nicht in Frage. Da nehme ich jetzt hier die Wölfe. Dann nehme ich bei Motiv. Dann ist das ja vielleicht das Motiv und gar nicht das Result quasi. Was habe ich denn jetzt ausgewählt? Warum verschwindet das nicht? Means.
Was kam da nochmal als letztes Result? Weiß ich nicht. Da nehme ich jetzt mal das. Und bei Result... Das hier habe ich als einziges noch nicht ausgewählt, ne? Hä? Let's give this another try. Okay, also das sind eigentlich die Ansätze gewesen, die für mich jetzt am besten funktionieren. Culprit. Wie gesagt, da bleibe ich dabei. Da passen diese anderen Sachen nicht mit rein. Ich bleibe mal hier bei den Black Wolves. Motive. Unknown. Damit würde ich dann aber dem folgen, was wir ursprünglich ja schon vorgeschlagen haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das passt. Wenn ich dann nur die beiden letzten vertausche. Nee. Ich glaube, das muss alles irgendwie anders sein. So, wenn ich jetzt bei Culprit vielleicht das hier probiere. Also so langsam bin ich out of logic mit dem, was ich jetzt hier ausprobiere, weil meine ersten Ansätze scheinbar nicht die richtigen waren. Als Motiv hatte ich bisher die Black Wolves noch gar nicht ausgewählt, ne? Ergibt aber für mich jetzt auch irgendwie wenig Sinn bei den Handlungssträngen, die ich mir gerade ausmale. Aber guck mal, du kannst theoretisch auch Sachen mehrfach auswählen. Das macht das Ganze nicht unbedingt einfacher. Boah, ich habe keine Ahnung. Ich werde jetzt gleich... Ne, ich werde jetzt nachgucken und werde sehr genau hinhorchen, was die als Begründung dafür angeben, dass das passt, worauf Leute jetzt hier hinaus will. Okay, also die erste Erkenntnis ist schon mal, dass man nicht alles neu anordnen muss, denn, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, Property Damage Injuries ist das tatsächlich das Letzte. Aber das Interessante ist, als Culprit muss man Unknown auswählen. Das hatte ich, glaube ich, in meinem ersten Anlauf auch gemacht, dass man, ne, also Black Wolves Mittel zum Zweck und so, das passt, finde ich, noch. So, dann kommt Motive und da, ich glaube, daran scheiterte es, denn das richtige Motiv sind Wolves Abilities. Das heißt, wir haben einen unbekannten Täter oder Verdächtigen, der aufgrund der Fähigkeiten der Wölfe das anleiert, was hier bisher passiert ist. Keine Ahnung. So, und dann bei Means. Means sind quasi die Mittel, die hier zum Einsatz kommen. Da sind die Black Wolves. So, und das, was daraus resultiert, ist dann das hier. Also weiß ich nicht. Finde ich jetzt nicht so plausibel auf den ersten Blick. War, wie man unschwer erkennen konnte, auch nicht meine bevorzugte Reihenfolge. Aber mal gucken, was Lloyd dazu noch sagt. I think this is right. Culprit unknown. Motive Wolves Abilities means Black Wolves. Ganz komisch. Ich wette, wenn du weißt, wie das Ganze hier ausgeht, dann ergibt das komplett Sinn. Aber mit dem, was wir jetzt wissen und nicht wissen, finde ich es schwierig, auf genau diese Zuordnung zu kommen. Aber gut. That's it. If we go by this now, rather than the wolves being the culprits, they were the means, and using the wolves' abilities was the motive. Whoa, Lloyd, you completely flipped the case on its head. So you're thinking that people are behind the attacks after all? If they're able to control the wolves, it's natural to think so. Our only problem is not knowing how exactly they're able to do that. Luckily, we have a particular statement that can help us guess their method. From someone we talked to? Oh, I think I know. You picked up on it too, Randy? You see, that statement came from... Oh nein! Harold Litton. Boah, ich habe keine Ahnung. Aber irgendwie geht meine Tendenz direkt hierhin. Weil sie ist ja bisher eigentlich ansonsten gar nicht Thema gewesen, außer als wir halt vor Ort gewesen sind. Ich wette, das war kriegsentscheidend. Wobei Litton hat uns eigentlich auch relativ viel erzählt. Aber ich nehme jetzt einfach sie. Begründen kann ich es aber nicht. Shizuku McLean. The Divine Blade of Wind's Daughter will be key to cracking this case wide open. Auch hier, Leute, wenn das jetzt wirklich richtig ist, ich schwöre auf alles, das habe ich nicht gelesen. Weil der Schluss liegt natürlich nahe. Wenn sie das schon nachgeguckt hat, hat sie bestimmt auch die nächsten Antworten nachgeguckt. Nein, ich schwöre auf alles, habe ich nicht. Warum sollte ich? Ich will auch gar nicht wissen, wie viele Fragen hier noch kommen. Shizuku's statement. Well, I was curious what was happening, so I opened the window and listened very carefully.
I didn't hear any more screams, but I did hear something that sounded like heavy breathing. Then, after a few minutes, I suddenly heard a thumping sound, almost like someone was jumping. Oh, and there was one other thing. There was one more sound I thought I heard as all those other sounds were happening. It was kind of like a faint whistling coming from somewhere in the distance. Hold on, was that whistling how they controlled the wolves? Was that whistling how they controlled the wolves? Yeah, I think it's likely. Wie die sich das alles merken können. Also die haben sich bestimmt Notizen gemacht, daran glaube ich jetzt einfach mal ganz fest. Wolves are quite similar to dogs. Their ears can pick up frequencies that the average human ear cannot. Special whistles have been made to exploit that for a while now. So, culprits are using a dog whistle then. There are some people out there that use dog whistles to control military warhounds. Though armies don't usually bother with them, it's mainly just Jägers. I see. Interesting, I think I'm starting to see the dots connect. If this was their means, they'd need a way to move the wolves between the different attack sites. Aber wer? Ey, das ist schon spannend irgendwie. Wait, did they... I think you're on the right track, Ellie. Vielleicht war das die Mafia. Also hier hätten sie ja sogar ein Motiv hier in der Stadt, weil die dann ihre Security-Dienste anbieten können, um sich die Rohstoffe hier zu eigen machen zu können. Aber in den anderen Städten, da würde ich jetzt kein Motiv so recht zuordnen können. I think you're on the right track, Ellie. And I also know a way to confirm my line of reasoning. Theo, can I still contact people on my Enigma from all the way out here? Yes, you should be able to make calls as long as you are in Crossbell State. Oh, who are you planning to call? The St. Ursula Reception Desk. Okay. Um was genau in Erfahrung zu bringen? Da steht sie mit ihrem Motorola-Handy und telefoniert erstmal. Sieht zumindest aus wie so ein Klapphandy von damals. Yes, that's right. Is that so? Thank you very much. As then, what did they say? It was exactly as you thought. The night the wolves appeared on the roof, there was a Rivage & Co. van parked in the St. Ursula parking lot. Ah, okay, krass. Aber das haben wir nicht gesehen. Wir haben den ganzen Parking-Bereich da, glaube ich, auch gar nicht besuchen können, oder? They apparently tried to force them to buy some medical equipment at a large markup. And then that night the attack. Some uncanny timing, if ever I've seen it. But wait a sec, Lloyd. How the hell did you guess one of their vans was in the parking lot? There is a chance they could have simply driven there in the middle of the night to order the attack. They couldn't have. If they did, Shizuku would have heard the van. At first I thought the wolves just came from the surrounding wilderness, but something about that doesn't add up. We didn't find any kind of prints or tracks on the wooden boxes that led up from that side. There were, however, visible signs of scratches on the handrails facing the parking lot. Therefore, the odds that they entered the hospital from the parking lot seem pretty high, don't they? I think I understand. Due to the roof being so high up, I never considered that possibility. But... Guck mal, das hier sind die besagten Wölfe. Wisst ihr noch, wie ich die eine Zeit lang für Pferde gehalten habe? Aber ich habe das basierend auf einer anderen Ansicht vermutet, nicht auf der hier. Ich finde, hier ist das ein bisschen auffälliger, wobei die schon sehr groß sind, ne? But if they just climbed on top of the van, they could have gotten up to the roof, no prob. It seems they were quite thorough with their plans. Ach doch, an den Parkbereich erinnere ich mich noch. Aber als wir vor Ort gewesen sind, da stand das Fahrzeug dort, glaube ich, nicht. Ja, auf jeden Fall ein guter Detective, der Lloyd. Der hat seinen Rang nicht umsonst. It seems we finally connected the dots. Their motive must have been to monopolize the septium industry. No, maybe that was just a bonus? That's what I'm thinking. Rivage is going all out in their efforts to shore up their power and resources in order to crush their rival group, HIER. They may have been planning to use these trained wolves as one of the weapons in their fight.
So this was the perfect chance for them to test out their new attack dogs. If they didn't follow orders, they'd be useless when it came to a rear throwdown. That's the truth behind all of these different attacks, ain't it? Yeah, I have no doubt. Isn't it strange in the first place that the Mafia showed up offering mines their protection right after the CGF withdrew? The order to withdraw came straight from the CGF commander, and he's said to have ties to a member of the Diet. Given that Rivage has so much of the Diet in their pockets, it's not hard to think they collaborated on this entire thing. Yes, that very well could be. I knew there was corruption in the Diet, but to think they'd actually go this far... How much further do they plan to take this, I wonder? Considering they've already conducted their combat tests, you'd think that would be enough. However, the fact that they showed up here after the CGF left strongly implies they're still planning something, but their actions this time seem needlessly ambitious. They've gotten greedy and have started to overreach. You are talking about the exclusive trade deal for my Inception. If that is their goal, they will very likely orchestrate at least one more attack, correct? Judging by our past encounters with Rivage, I'd say you're spot on there, Tio Todd. If there's going to be another attack, when do you think it will happen? Let's see. We know that Mayor Bixen is probably going to contact the Bracer Guild tomorrow. If they really plan on following through on their threat, tonight is their only option. Und da schnappen wir die uns. Well, that settles it. We are going to drive off the wolves and arrest the Rivage members controlling them then. We must, there's no overlooking something this big. Should we contact the CGF for support? Nein. No, if the CGF takes part in this, I bet the Mafia will get to go home scot-free, given their ties to that Diet member. We have to do this alone. Understood. If they appear, it will most likely be in the middle of the night, right? All the other incidents have occurred late into the night, so that would be a safe assumption. We still have some time left before dark. Shall we make our preparations? If we're running short on supplies, we should take care of that first. Once we're done preparing, let's wait here on standby until midnight. Danach wird das Kapitel auch vorbei sein, weil das namentlich sich auch um die Wölfe dreht. When you are ready to wait for midnight, inspect the table. Uh-oh. Das klingt ein bisschen, als würde ich heute wieder mitten im Hauptgeschehen so einen richtig räudigen Cliffhanger einbauen. Also stellt euch darauf schon mal ein. So, was kostet denn einmal Resten? Erzähl mal. Boah, 400, das ist so teuer. Aber ich mache das jetzt, weil meine Leute sind nicht voll geheilt. Und ja, ich könnte auch selber irgendwie wieder zaubern und so, aber das muss jetzt einmal sein. So, jetzt sehen die Leisten nämlich wieder ganz gut aus. Tja, dann ist die Frage. Also eigentlich habe ich mich immer mit dem eingedeckt, was ich gerade brauchte. Ich meine, dass das auch beim letzten Mal in der Folge passierte. Nee, oh, ich kriege immer voll Bock. Wenn ich das hier sehe, kriege ich voll Bock auf dieses Getränk. Obwohl ich einen Kaffee neben mir zu stehen habe, der auch lecker ist. Hä? Hier sitzen plötzlich Leute. Die Zeit hat sich verschoben. Okay, wir wissen alle, was das bedeutet, ne? Also doch nichts heute mit in der Hauptstory alles abschließen. Oh mein Gott, wie schön. Ich mag diesen Ort, auch wenn das eigentlich überhaupt nicht meinen Stil trifft. Aber das habe ich ja bei der Ankunft schon festgestellt. So, dann lass uns mal gucken, mit wem wir hier jetzt sprechen können. In den Abendstunden wird wahrscheinlich draußen nicht so viel los sein. Ich starte einfach mal wieder oben, so wie beim letzten Mal auch. Ich finde die Leuchtelemente hier irgendwie voll schön, ich weiß auch nicht. Hier hatte ich jetzt fast vermutet, dass da jemand steht, aber nichts da. So jemand, der so ganz melancholisch auf die Stadt niederblickt. Jetzt sind sie aber wahrscheinlich alle zu Hause. Why is he so late? Tja, immerhin ist er nach Hause gekommen, ne? I guess I have to wait until Dad gets home. Please, hurry up. I am so hungry. Come on, Dad, when are you coming home? Der hockt bestimmt im Inn und ist da, obwohl seine Frau hier wahrscheinlich schon irgendwas vorbereitet hat und der Kleine jetzt hungern muss wegen ihm. Keine Ahnung. Oh, hier ist doch noch jemand. Oh, oh. Mein Chief Hoffmann.
There we go, that's everyone by my count. Though it looks like Gans and Marlowe already snuck away to the bar. Oh well, as long as they're indoors, I guess. Excuse me, what exactly are you doing? Tja, oh, I'm just closing the mine's gate. Monsters like to show up every once in a while, so I've got to make sure no one's left inside with those suckers. Monsters. Ich bin ja aber nicht richtig, ne? Ist das gerade eine Hidden Quest? Lloyd, what's the matter? Something's bothering you, right? Oh yeah, I was just thinking. We still have time before the operation, so why not train here for a bit? Oops. Oh, that's not a bad idea, Lloyd. I'm down. It is true that we do not have enough time to head back onto the highway. What are you kids talking about? You see? Lloyd explained the situation and asked if they could get permission to train in the mine. So that's what you're on about. Letting outsiders into the mine is strictly prohibited. If anyone got hurt in there as the mine chief, responsibility would fall onto my shoulders. Oh, is that the case? Nothing we can do then. Hey now, I didn't refuse just yet. Huh? I fancy myself a pretty good judge of people, and from the look of you lot, you're about as tough as any miner I've ever seen. If you promise not to go crazy in there, I'll make a special exception for you. Seriously? Haha, that's generous of you, but I really appreciate it. You know, I want to give some payback to those mutts who tore up Max too. If you promise to get them good, I'd be happy to lend a hand. Alright, give me a sec. Hoffmann unlocked the mine's gate. Wo war denn der Hoffmann tagsüber? Okay then, have at it. Vielleicht war der in der Mine selber. Just remember, whatever else you do, stay safe in there, you hear me? Alright, the left gate inside there leads to the abandoned mine. Stay away from there, you hear? Loud and clear, thanks for the help. No sweat, well then, I'll leave our wolf infestation in your hands. Ich bin ja komplett überrascht. Ich habe jetzt mit allem gerechnet, aber nicht damit. At any rate, we can enter and exit the mine freely now. Right, let's use this as a warm-up for our operation later. Ich bin ja etwas perplex. Ich mache mal erst mal mit dem Rundgang hier weiter, aber dann haben wir ein Ziel vor Augen. So, ich gehe mal eben kurz hier gucken. Ach, und da ist er auch schon. Der war ja quasi um die Ecke, dann geht's ja noch. Max still hasn't recovered from the monster attack? No, he hasn't. Thankfully, the wound itself wasn't that deep. But it is still his leg. He really shouldn't overexert himself right now. I see. That is quite worrying. Make sure to be careful out there too, dear. Don't worry about me. I'm the mine chief after all. Way to reassure me with something that has no rational basis whatsoever. Ah, it's you lot. I know I gave you permission to enter the mines, but do watch out for yourselves in there, okay? Ja, das ist wahrscheinlich wie diese Imelda-Mission, so eine optionale Sidequest, aber die finde ich cool. That man is too reckless for his own good. Und der Kleine, der guckt wahrscheinlich zu ihm auf und wird später auch so. Hey, let's eat already, I'm starving. Der Arme. Der Arme. Aber der Vater war wenigstens kooperativ. Also für uns auf jeden Fall gut, dass er ein bisschen zu spät gekommen ist. Auch wenn wir da jetzt offiziell eine Teilschuld tragen. Aber das ist okay. So, na ihr zwei Hübschen. Kimmy. Daddy, it's so late. What's for dinner? I'm starving. Oh, only your favorite, Kimmy, my homemade hamburgers. Woohoo, I love those the mostest. Daddy may be really strict to everyone else, but he's super nice to me. I love him a lot. Ich mag die beiden irgendwie voll gerne. Und ich mag auch den Papa. Vor allen Dingen, wenn ich höre, dass der bei anderen so unbeliebt ist. Der würde mich wahrscheinlich auch stressen, wenn ich den antreffe und der mir gegenüber unfreundlich auftritt. Kann natürlich sein, aber wir kennen halt die andere Seite jetzt auch von ihm und das macht's wieder cool. You've got guts. No one in their right mind goes outside at night nowadays.
Ist das ja auch ein Thema? Also wegen den Wölfen meint er jetzt wahrscheinlich, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ja ansonsten Kriminalität herrscht. Come on, you buying something and don't give me any of those "oh, we're just looking around" excuses. Genau, das wollte ich eigentlich gerade sagen. Tell me what you want and you got it. Listen here, I could be spending time with my darling daughter, so if you really are just looking around, I'm not gonna be a happy camper. Tell me what you want. Backerei, ey, der hat so einen bekloppten Namen. Nee, aber wir stören euch jetzt mal nicht weiter. Deine Kleine hat Hunger und ich finde, du solltest diesen Hunger irgendwie stillen. Das sollte gerade Priorität haben. Wir spielen da eher zweite Geige. So, ich würde mir den Innenbereich mal wieder als letztes vorknüpfen. Wir haben ja vorhin schon gesehen, dass da gerade einiges los ist. Was geht hier so ab? Hier waren wir vorhin... Ach doch, hier waren wir drin, aber wir konnten uns nicht frei bewegen. Dadurch habe ich mir zum Beispiel deren Schlafbereich gar nicht angucken können, aber jetzt ist alles anders. So, Vixen looks beside himself with worry. Maybe I should whip him up some treats to brighten his spirits. Vixen looks beside himself with worry. Oh Mann. Aber wir sind ganz nah an der Lösung dran, Vixen. Das weißt du nur noch nicht. That deal would mean a monopoly on the septum industry. Of course, everyone's safety is my #1 priority. But what about our regular trade partners? We can't afford to lose their trust. Mayor Vixen is under a tremendous amount of stress right now. I'm confident that they'll attack tonight. Let's get ready and stand by at the inn. Oh, it's just you all. Are you planning to stay in mines for the night? One of our miners was injured while out and about at night, so please do be careful. Ich find's halt auch irgendwie ein bisschen unlogisch, dass wir jetzt aktuell in Erwägung ziehen, Minentraining zu betreiben, obwohl wir eigentlich draußen auf der Lauer sein müssen, weil wir nicht wissen, wann die Wölfe zuschlagen. Aber vermutlich wird das den Großteil des nächsten Parts noch beanspruchen und ja, gut, also wenn sie die Zeit im Blick haben und sich das trauen, sollen sie machen. Lloyd wird schon wissen, was er tut. Oh, was ist denn hier los? Hier haben sich ja auch einige versammelt. Hi, Amy. Hey, are you really skipping another drinking party at the bar? The mayor told me to hurry home after my shift, so yeah, I am. What's wrong with that? Oh boy, looks like I'm going to have to break it to you the hard way. You're a complete and utter loner, Logie, and at this point, I think you might never crawl out of your shell. Shut up, Amy. Oops. Geez, why can't my brother go drink with his friends like a normal person? Although Max was mauled by a monster the other day, so I guess I can't blame Logie for sticking at home. Geez, why can't my brother go drink? Darüber regt sie sich auf. Komisch. So I wish she'd mind her own business. Besides, I can't really stomach alcohol. Also andere Schwestern wären eigentlich froh darüber, aber gut, hier in der Familie scheint das alles ein bisschen anders zu laufen. Und du bist die Mutter der beiden oder die Oma? Oh dear, I can't believe my grandchildren are raising such an awful ruckus at this time of night. Die Oma also. Tja, weiß ich nicht, wie ich euch da aus der Patsche helfen soll. Ich würde mir am ehesten wahrscheinlich Amy schnappen und auf sie einreden, weil ich das merkwürdig finde. Amy war doch die so auf Randy und Lloyd stand, ne, als wir hier angekommen sind und uns so ein bisschen Honig ums Maul geschmiert hat. So, haben wir hier jemanden? Yes. Ach so, stimmt, das war das, wo der Max im Bett lag und immer noch verletzt ist. Morning can come soon enough. I already finished the book I had brought to me. Would you like to give it a read? In that case, it's all yours. Guck mal, Chapter 3 ist unseres. For some reason, I can never sleep if I don't enter the mine that day. Damn it, why did that stupid monster have to attack me? Ey, der tut mir so leid. This sucks. I won't even be able to lift a pig axe if I keep wasting the days away like this. Der muss sich mal irgendwie ein bisschen beruhigen, aber mich wird es wahrscheinlich auch ärgern. Wobei ich ja schon mal gesagt hatte, ich glaube, das war sogar in diesem Let's Play, dass mich so ein Krankenhausaufenthalt und sowas alles gar nicht stören würde, solange ich irgendein Handheld bei mir hätte und mein Backlog weiter abarbeiten könnte. My husband has been down in the dumps since this afternoon. I just hope he recovers soon. My husband has been down in the dumps. Tja, Daumen sind auf jeden Fall gedrückt. Der muss sich einfach nur gedulden. Ich glaube, alles, was ihm ein bisschen Geduld einbringt, ist erstmal
ist erstmal das Hilfreichste. Weil ansonsten geht es ihm ja gut. Den Stress, den macht er sich ja nur in seinem Kopf. Aber das ist manchmal genauso schlimm wie körperlicher Stress auch. So, dann lass uns jetzt mal hier reingehen. Ich hoffe, ich habe kein Gebäude ausgelassen, aber ich glaube, wir waren jetzt überall drin. So, denn hier steppt jetzt der Bär. Guten Tag, Herr und Frau Miners. Wir fangen mal mit dir an. Gans is lucky his liver still even functions when he gets wasted day after day. I wish he'd just go home after work, but that's a long shot. Unfortunately, Gans is the kind of guy who gets really cranky after a few drinks. Okay, das klingt unangenehm. Das ist bestimmt der hier alleine sitzt. Nee, das ist Carlos. Can never go wrong with a little bit of booze. It sends all your fatigue from the day packing. Just don't drink too much of the stuff or you'll regret it, trust me. Yeah, the mining crew seems to be building up a considerable amount of stress. I'm hoping some good alcohol will give them the energy they need for tomorrow. Tja, weiß ich nicht. Also ich fühle mich immer schlecht am nächsten Tag, wenn ich viel trinke, aber vielleicht läuft das hier bei einigen anders. Okay, der zieht sich schon gut was rein. Cracking open a cold one after work is the best. I can't drink too much though. I'd never hear the end of it if I showed up to work hungover. On top of that, Gans is a lightweight. If I got too wasted, who would take his drunk ass back to his house? I'm too good a friend. Ja, das bist du. Vielleicht trinkt der Gans nur deshalb so viel, weil er weiß, dass du ihn eh nach Hause bringst. Vielleicht ist genau das der Fehler. Just you wait, I'm gonna win big at that casino someday. Life will be a breeze after that. Hey, Marlo, are you even listening to me? Yeah, I am. Oh, come on, man, how long are you going to repeat that pipe dream? Damn it, you. I swear to you and the world, I'm gonna hit the jackpot sometime this week. Yeah, we're waiting till you're sober up a bit before I drag you home. Tja, ich glaube, wir wollen mal ein Wasser bestellen. Aber eigentlich finde ich das gar nicht so schlimm, was der sagt. Also, ja, der träumt halt nur davon, den großen Casino-Gewinn abzustauben. Wer kann es ihm verübeln? So, Shop brauchen wir eigentlich gar nicht. What would you think of the room? Nice and spacious, right? It's not every day that young folks like you all decide to stay with us. It falls on me to treat you right. Oh, you all going out? Nee, wir waren gerade out. Things have been dangerous lately, so try not to stay out too late, alright? Naja, wir gehen gleich erstmal die Mine unsicher machen. The miners usually come here to make a ruckus, but barely anybody's been wanting a drink today. Das habe ich aber gerade anders wahrgenommen. That's just great. Still, it's not like I can go blaming Max for being attacked by a monster. I don't know what they are exactly, but I'd rather they never come back here again than find out. Naja, bald habt ihr die Antworten, die ihr sucht. Wir sind quasi gerade in der heißen Phase. Wenn man uns jetzt nicht die Mine geöffnet hätte, wofür ich immer noch dankbar bin, wohlgemerkt. Aber das wird natürlich die Antworten ein bisschen verzögern. Oh, I should go return this tableware to the owners here while I still can. Of course, she wanted to eat in the comfort of her own room. My lady can truly be selfish at times. Tja, bringing her meals to the room is the easy part. I'm just worried about tripping when I go to return the tableware. Du machst das schon. Ja, aber diese paar Meter kannst du doch auch selber laufen, Felicia, oder? You're the ones who rented a room down the hall, correct? I was trying to snag that large room for myself, but the lady running this place said it was too spacious for a party of two. She sure knows how to hold her own. It's been a while since someone rejected one of my whims. Richtig so. Well, we just have to make do with the room we were given. Besides, there are more important matters to attend to. I've got to negotiate with the MEHR again tomorrow. I won't rest until those Septium crystals are mine. They're just within my reach. Ich glaube, der hat gerade ganz andere Sorgen. Du
tut mir auch gerade ein bisschen leid, dass er morgen wieder von ihr hier behelligt wird. Aber gut, ihr Lieben, ich werde an dieser Stelle einen Break machen. Wir werden beim nächsten Mal, nachdem wir jetzt hier mit allen gesprochen haben, die restlichen Zimmer hier im Inn muss ich noch abchecken, aber da wird vermutlich niemand sein, werden wir eine Trainingseinheit in der Mine umsetzen und uns vielleicht für das große Chapter-Finale entsprechend vorbereiten. Ich bin auf jeden Fall gespannt, bedanke mich fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!